Jojojo, was geht ab, Leute? Euer Senat Gashi, der Ringfluencer. In der heutigen Folge sind wir in Dersim, nicht in Tunçli. Und in letzter Zeit sind kurdische Kämpfer immer mehr am Kommen. Agit Kabayel, Umut Cemkiran, Namo Fasil. Ich will wissen, wo bekommen diese Leute ihre Kräfte her? Liegt es in magischen Flüssen? Liegt es am Gebirge? Liegt es an der Natur? Wir müssen alles rauschecken. Kommt einfach mit. Hey yo, انت مخصوص das ist Senat Gashi, Ringfluencer. Get ready, get ready, get ready. Einen offiziellen Kampfsportverein gibt es hier in Dersim leider noch nicht, aber es gibt einen Trainer, sein Name ist Tuncay Ari und er hat sich zur Aufgabe gemacht, junge Leute und den Kampfsport hier zu fördern. Das ganze Training, das er macht, findet im Musa Güngör Stadion statt, im Freien, ohne Ring, einfach mit simplen Mitteln und er holt das meiste aus den Leuten raus. Ich will checken, seine Geschichte, wieso, weshalb. Es wird crazy. Und auch mit dabei ist Güney, der Mann, der alles weiß. Nur wenn die Kamera ausgeht, hat er einen Blackout und weiß gar nichts mehr. Güney, kannst du was zum Kampfsport in Dersim erzählen? Habe ich mir schon gedacht. Was auch richtig crazy ist, Dersim ist 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, der Körper hat eine viel höhere Sauerstoffadaption, viel mehr rote Blutkörperchen, viel mehr Sauerstoff, viel mehr Power und viel mehr Kraft. Das könnte einer der Gründe sein, woher diese Urkraft kommt. Aus den Gebirgen, aus den Flüssen, wie zum Beispiel den Munzur oder den Mercan-Fluss. Es könnte nicht nur physikalische Gründe haben, sondern auch mentale Gründe. Die Menschen hier sind fremd im eigenen Land, wurden lange Zeit assimiliert und teilweise wurde ihnen ihre eigene Sprache verboten zu sprechen. Das hat sie sehr zusammengeführt, zu sehr starken Menschen gemacht und ein Kämpferherz erweckt. Viele haben das vielleicht von da auf den Kampfsport übertragen bekommen und sind so Baba-Typen geworden. Hier, Leute, haben wir schon unseren ersten Boxer, Bergkämpfer. How are you, man? Good? Allein die Autofahrt hierhin ist ein Abenteuer. Laut Navi 4 Kilometer von der Stadt. Aber mit dem Auto 20 Minuten, ihr wisst ja Bescheid. Die Straßen gehen hier wie meine Nase. Guten Morgen, willkommen in Dersim. Wir haben nicht nur, wie du sehen kannst, eine schöne Natur hier. Es gibt auch viele junge Leute, die hier boxen wollen, mit dem Boxen anfangen wollen. Die Mittel fehlen halt leider ein bisschen hier. Also es gibt hier keine guten Gyms, beziehungsweise auch keine reinen Boxgyms. Und deswegen gibt es aber so ein paar Jungs, die trainieren hier im Freien, wie du es jetzt gleich sehen wirst. Und ja, ich hoffe, das wird in Zukunft besser. Vielleicht können wir schauen, dass wir dann noch irgendwas mit dabei helfen können oder was dazu steuern können. Und ja, wird cool aber, glaube ich. Ja. Und hier, Leute, trainieren die Kämpfer. Merhabalar, ben Tuncay Arı. Uzun bir süredir boks yapıyorum. Sevdiğim bir spor. Açık alan daha iyi. Kondisyon amaçlı, refleks amaçlı. Her konuda burası daha iyi. Arkadaşlarım geliyor bazen spora. Yani bu sporu seviyorum. Uzun bir süredir yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Was man hier sehen kann, ist, die haben eine ehemalige Umkleide genommen, haben die umgebaut, sehr kreativ, verschiedene Arten von Sandsäcken. Nur diese Schutzweste macht mich ein bisschen tricky-micky. Aber Leute, wirklich, mein Herz blutet das. Ich sehe diese Leute, ich sehe in den Augen, dass sie es richtig haben wollen, aber die Möglichkeiten einfach nicht haben, richtig hart zu trainieren. 100%. Ich bin der größte Bastard, wenn ich das nicht mache. Wenn ich wieder herkomme, werden wir eine Spendenaktion starten und hier mit vollem Equipment kommen, dass wir den Leuten ein bisschen Möglichkeit geben, die zu fördern und den Sport voranzubringen. Und ihr alle könnt auch ein Teil davon sein. Es zerreißt einen und fast das Herz zu sehen, was für Mittel die Leute hier trainieren müssen. Viele von euch sehen einfach eine zementgegossene Stange in 2 Konservendosen. Doch ich sage euch, mit dieser Maschine kann man sehr viel Übung machen. Zum einen können wir Curls machen, dann können wir Shoulder Press machen, wir können mit Kniebeuge machen, wir können mit Rücken trainieren. Es ist nur diese Dosen, machen mich ein bisschen misstrauisch. Das ganze Training findet auf einem Fußballplatz statt. Aber Maschinen sind da, Leute haben den Willen, diszipliniert und haben Bock. Man kann hier alles machen. Adım Vekini Yeşilırmak. Yaklaşık 5 yıldır boks, kickboks, muay thai bu sporlarla uğraşıyorum.
İzmir'de bu sporu yapıyorum. Burası memleketime geldim ve bura açık hava olduğu için abim Tuncay Arı yanına antrenman yapmaya geliyorum. Kondisyon amaçlı. Açık hava daha güzel oluyor. Beni daha çok motive ediyor. Bu yüzden burayı seçtim. Was mich ein bisschen abfuckt und sauer macht, ist, der Platz oder diese Jungs, sie haben noch keinen eigenen Namen für einen Verein. Das sind nicht nur ein Verein, aber für einen Club. Ne? Ich überlege, denen einen Namen zu finden. Habt ihr ein paar coole Ideen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich wäre für Guerilla Box Club. Was haltet ihr davon? Adım Cömert Eken. Yani Tuncay Eren'in yanındayım. Beraber spor yapıyoruz. Yani açık hava, normal kondisyon amaçlı zaten birebir çok iyi. Koşu, normal kondisyon amaçlı gerçekten iyi. Leute, ich liebe es. Schaut euch das an. Einfach Beton, mitten im Gebirge. Hier werden Krieger gemacht. Wir müssen die Jungs hier pushen, ja. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet gleich. Wir ziehen uns um, beziehungsweise sind schon umgezogen. Einfach nur ausziehen, Kette und dann, Leute, let's turn on the music. Come on, Mr. DJ, come on, Mr. DJ. Nicht, dass jetzt eine Anzeige von Rihanna kommt. Lieber einmal Ferhat Tunç. Boom. So. Falls hier jemand hinkommen will, um die Sicherheit muss sich keiner Sorgen machen. Hier gibt es fast gar keine Einbrüche, keine Überfälle. Sowas gibt es hier nicht. Ja. Weil es eine kleine Stadt ist und wie gesagt, es gibt hier sowas nicht. Antrenmanlara başlamadan önce ısınmamız lazım. Herhangi bir sakatlık yaşamayalım diye, bir sakatlık geçirmeyelim diye. Isınmak şart. Yoksa aksi takdirde bir tendon zedelenmesi ya da bir büyük bir sakatlık yaşayabiliriz. Spor yapamayabiliriz. Bunun için başlamadan önce antrenmanlara önce bir ısınmamız lazım. Isınmak şart. Oh Leute, gute News. Gün hat Wasser gekauft. Mundsortwasser aus dem eigenen Gebirge der Stadt. Auch was Geiles. Hier gibt es so eigene Quellen, wo man sogar Sprudel abzapfen kann. So, wir haben uns mit dem Trainer jetzt kurz warm gemacht. Alles ist aktiviert. Normalerweise waren hier vorher 15, 20 Leute. Wir sind leider etwas zu spät gekommen, aber ihr kennt es ja nicht anders. Boks yaptığımız zaman boksta en önemli etkenlerden biri gölge boksu. Gölge boksu mutlaka yapılmalı. Refleks açısından, kondisyon açısından. Gölge boksu yapıldığı zaman karşında rakip varmış gibi dövüşmen lazım. Biraz yani karşındaki insan yani biriyle dövüşüyormuşsun gibi yapman lazım. En kötü ihtimal yani her antrenmandan sonra bir 5-6 round gölge boksu yapmak şart. Refleks açısından, kondisyon açısından, ilerleme açısından, yol kat etme açısından gölge boksu en önemlilerinden biri. Das Geile ist, überall wo ihr hingeht, jede Kultur hat neue Tricks, neue Stile. Das Geile ist aber, ihr könnt auch neue Stile einführen. Ich zeige einen Schultertippen. Das Spiel kennt ihr vielleicht auch. Hoppala, hoppala, hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Pup pup. Okay, nice. Yani Agit zaten benim bildiğim bir boksör. Ben 2013'te onun Tekirdağ'da maçlarını izlemiştim. Yani çok iyi, çok da beğendiğim bir boksör. Tabii son dönemlerde bu Kürt sorunundan dolayı, belki çözümünden dolayı daha böyle ön plana çıktılar, daha popüler oldular. Yani bir de yetenekli, iyi bir sporcu. Bence bunun da büyük bir etkisi var. Bu durumda olması, yani bu kadar popüler olması, bu kadar göz önünde bulunması bence çok yetenekli bir boksör olması. İyi de takip ettiğim, sevdiğim bir boksör. Diese Übung ist eine der geilsten, die es gibt. Ihr geht hin, müsst abtauchen, Wege abschneiden, umdrehen, rotieren, Beinarbeit, Koordination. Alles wird hier abverlangt. Ich liebe es. Was? Ich habe leider noch nie gesehen, wie es so installiert wird. Normalerweise ist das das ist im Ring, ja. So, neue Version. Der Trainer zeigt uns, wie das geht. Can you show this? Kardiyo boksta ya da fitness boksta bir bütün, ayrılmaz. Çünkü güç önemli. Güç olmadığı sürece tabii ki illaki hız önemli ama hızın yanında güç de önemli. Bunun için de kardiyo yapman lazım. Güç çalışman lazım. Haftada 5 gün boks antrenmanı yapıyorsan bir günde en kötü ihtimal kardiyoya ayırman lazım. Güç çalışman lazım. Das ist echt der Hammer. In dem Fall der Čakić. Das Teil sieht nur nicht so sicher aus.
Okay, ich lasse es mal lieber. Habe ich vorhin gesagt, das Gym ist nicht modern? Ich habe gelogen. Hier gibt es einfach TX-Bänder. Auch hier, Leute, kann man sehr, sehr viele verschiedene Übungen machen. Ich glaube, es hat noch keiner hier gemacht. Leute, über 82% von euch schauen sich die Videos an, aber folgen noch nicht den Kanal. Deswegen klickt auf den Abonnier-Button und dann drehen wir noch mehr geile Videos und weiter. Ihr wisst, was abgeht. Yani buraya iyi bir yatırım yapılırsa, iyi boks salonları, iyi antrenörler, iyi hocalar gelirse buranın insanları bence boksa çok yetkili. Her şeyden önce cesurlar, güçlüler, korkusuzlar. Yani buradan çok iyi boksörlerin çıkacağına, çok iyi sporcuların çıkacağına ben eminim yani. Dışarıda bizi çok iyi temsil edecek çok iyi boksörlerin buradan çıkacağına, çok yetenekli insanların burada olduğuna ben eminim. Jetzt, Leute, geht's uns den Pratzen. Mal schauen, was der Trainer uns hier zeigt. Lapa antrenmanı boks antrenmanlarında önemli. Net vuruşlar için lapa şart, refleks için şart. Yani maça hazırlanan boksörlerin son bir hafta 10 gün kala mutlaka yani bir ay 15-20 gün kala mutlaka lapa antrenmanı yapması lazım. Net vuruşlar için, net yumruklar için. Der Typ hat dann das gleiche Tattoo wie Conor McGregor. Aber hat eine Mütze. Vielleicht gibt es ja was auf die Mütze, ne? Hier, Leute, das berühmte Tattoo der Aleviten. Und jetzt, Leute, ziehe ich selber mal die Handschuhe an. Mal schauen, ob ich es noch kann. Diese Handschuhe schon lange nicht mehr angehabt. Sehr geile Handschuhe von Yokao. Thailändische Marke, 16 Unzen. Eine Unze sind ungefähr 30 Gramm. Also die Unzen stehen für die Gewichtseinheit. Normalerweise, Leute, auch ist es empfohlen, vor jedem Training Bandagen anzuziehen. Einfach um Verletzungen vorzubeugen. Und man kann 10 Trainer fragen, es gibt 10 verschiedene Meinungen. Jeder sagt anders binden. Aber worauf sich alle einigen können, ist, dass es sehr wichtig ist, um die Handgelenke und um den Daumen. Ich mache jetzt mal gar nichts. Also, es ist das erste Mal in der Pratze. Natürlich hat jeder Kämpfer, jeder Trainer einen anderen Speed, eine andere Geschwindigkeit. Wir müssen adaptieren. Oh shit, Mikrofon. Why are you running? Why are you running? Boksa yeni gelen bir öğrenci, yeni başlayan bir öğrenci zaten kısa bir süre sonra kendi yeteneğini ne kadar iyi olduğunu gösteriyor yani. Adımlamaları da olsun. Yani bir süre sonra özgüveninden olsun. Bazı şeyleri boks, satranç gibi erken kavramalar, erken ilerlemeler. Bundan kaynaklı zaten sporcunun ne kadar yetenekli ya da ne kadar bu sporda ilerleyebileceğini görebiliyorsun. Tabii bunu da gördüğümüz zaman bu bizi mutlu ediyor. Ama burada tabii iyi bir boks salonu olmadığı için, yardım destek olmadığı için, iyi kulüpler bulunmadığı için belli bir yere kadar gidebiliyorlar. Belli bir yere kadar bir de şartlar sonuçta ihtiyaçlar ki bu sporlar biraz da destek amaçlı. Yani iyi destek alırsan, sahip çıkan olursa yürüyebilirsin. Yoksa belli bir yerde kalırsın yani. İyi sporcular var, yetenekli sporcular var. Ama sahip çıkan olmadığı için bir yere kadar gidiyorlar. Sonra hepsi bırakıyorlar. Malum hayat mücadelesi. Kendi geçim sıkıntısına yönlendikleri için boksu bırakmak zorunda kalıyorlar. Das erste Mal Pratzen halt mit dem Trainer. Ich muss mich dran gewöhnen. Anderer Speed, andere Geschwindigkeit, Linkshänder, Chaos. Ich gehe mal in normale Auslage, vielleicht ist es anders. Daha güçlü zaten yumruklarının gücünden anlayabiliyorsun. Kilo farkını, güç farkını. Orada sikletler daha seri, daha yumruk kombinasyonu daha yavaş ya da daha güçsüz. Ama ağır sikletlerin vuruşları daha güçlüdür, daha serttir. Zaten buradan da anlayabiliyoruz. Yumruk gücünden de az çok sikletinden ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyoruz. Zweite Runde war besser, Auslage gewechselt, aber nur ein bisschen sprachliche Probleme. Das Gute ist, im Boxen muss man nicht viel reden. Ich vergleiche das mit dem Eisbergmodell. Kommunikation, das ist das Allerwichtigste. Oberflächlich sieht das gut aus, aber von der Philosophie, vom Innerlichen, musste noch viel, viel mehr umgesetzt werden. Meiner Seite natürlich, weil ich die Sprache nicht verstehe. Kennt ihr noch die Serie von früher, Buffy? Güç antrenmanı için kum torbası şart. Daha güçlü ve daha net yumruklar için. Ama torba dövdüğümüz zaman torbayı biraz böyle duran hedef diye düşünmeyelim. Etrafında böyle manevrayla, ayak hareketleriyle, girdiği çıktılarla oynamak her zaman boksunuzu daha geliştirir, daha iyi gelir. Yani sabit durmayacaksın. Sabit durursan hiçbir anlamı yok. Ayaklarını kullanman lazım.
Leute, mein Lieblingsart von Sandsacktraining ist Sparring. Ein Sandsack, der sich bewegt und manchmal so guckt. Why here is Schutzweste? What is this? Bu yelek güç için. Feltlerde, iskiplerde giydiğin zaman daha hızlandır, daha güçlü, belini daha güçlü yapmak için, kaçışların falan daha iyi olsun diye arada güç antrenmanı için yelek kullanıyoruz. Und jetzt das Wichtigste. Was ist die Lieblingskombination vom Trainer? Benim en sevdiğim kombine sağ direk sol kroşe. Yani en etkili kombine. Sol kroşe bitirici. Zaten kroşeler bitirici yumruklardır. Sağ direk ve sol kroşe benim için en iyi. En ideal tamamlayıcı yumruklardır. Jetzt Leute, zeige ich euch einer meiner absoluten Lieblingsübungen. Und zwar, wir haben so zwei Leute, Partner A und Partner B. Partner A schlägt eine Hand, Partner B schlägt eine Hand. Das ist die Übung. Immer Reaktion, Aktion. Das Ganze kann man so hin und her wie im Ping-Pong machen. Das ist sehr gut für die Koordination, sehr gut für Reflexe, sehr gut für alles und auch sehr gut für Selbstbewusstsein, um neue Skills anzueignen und neues Timing zu erlernen. Ich habe doch gesagt, es gibt heute noch was auf die Mütze. Aber schau mal, auch eine der geilsten Übungen, die es gibt, ist das Speedball. Ich weiß jetzt nicht, ob er funktioniert oder nicht, ja, aber sehr gut zum Warmmachen, aber auch zum Auslockern. Einfach für Hand-Augen-Koordination. Hui. Wie gesagt, wir werden hier für das Gym nächstes Mal nicht mit leeren Händen kommen, mit einem kleinen Sack mit Geschenken. Also ich meine mit natürlich, vielleicht können wir was Cooles starten, eine kleine coole Aktion, dass wir hier die Jungs ein bisschen supporten, ein bisschen Equipment rüberbringen, vielleicht auch rüberschiffen können und den Sport hier vorantreiben. Ihr könnt Teil dazu sein. Dazu werde ich aber noch ein bisschen näher eingehen demnächst. Ja? Okay Leute, vielen Dank. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Danke nochmal an alle Leute, die mitgewirkt haben. Boom. Boom. Dersime gelen, spor yapmak isteyen her zaman beklerim. Yerim gayet güzel, açık alan. Yani herkese kapım açık. İstediği zaman spor yapmak isteyen insanlara buraya gelebilir yani beklerim.